Apherese als Wort heißt nichts anderes als wegnehmen. Sir, stay calm. What are your symptoms? Wir sind in unserer modernen Welt ständig irgendwelchen Stoffen, die nicht natürlich sind und die auch gar nicht in unseren Körper gehören, ausgesetzt. Das sind Schwermetalle wie Quecksilber, Cadmium, das sind Lösungsmittel, das sind Pestizide, das ist Mikroplastik. All diese Dinge geraten in unseren Körper und wir können es auch nicht vermeiden. Wir sind dem über Luft, über Nahrung und über Wasser ausgesetzt. Das primäre Ziel ist erstmal, diese ganzen Schadstoffe, die wir über die Umwelt aufgenommen haben, dazu gehören aber auch im Körper erzeugte Stoffe wie Immunkomplexe im Rahmen von Autoimmunerkrankungen etc. Gleichzeitig entlasten wir dieses körpereigene Entgiftungssystem und der Körper kann sich wieder darauf mehr konzentrieren und kann wesentlich besser die Stoffe, die wir normalerweise in unserem Stoffwechsel erzeugen, zu beseitigen. Also es stellt so ein bisschen so eine Befreiung des ganzen Körpers dar, so wie es eine Befreiung darstellt, wenn man seinen Keller oder sein Arbeitszimmer oder solche Sachen mal aufräumt. So kann man es vielleicht ein bisschen vergleichen. Die Leute kommen manchmal mit der Vorstellung, sie machen die Apherese und 3 Stunden später spüren sie schon einen Effekt. Das ist nicht realistisch. Der Effekt stellt sich häufig zum Teil Wochen, 4, 6 Wochen nach der Apherese erst ein. Diese Stoffe, die wir dort entfernen, sitzen ja nicht nur im Blut, sondern sie sitzen in allen Organen. Das sind viele Stoffe, die sind besonders fettlöslich. Die sitzen in den Organen, die besonders viel Fettanteil haben. Was ist das Organ mit dem größten Fettanteil? Das Gehirn. Jetzt benutzen wir das Blut ja quasi nur als ein Transportmedium. Das heißt, wir ziehen diese Stoffe aus dem Blut heraus. Danach ist die Konzentration im Blut deutlich geringer und sie strömen von den Organen wieder in das Blut. Das ist auch der Grund, warum man diese Apherese nicht einmal, sondern mehrmals macht, um immer durch das Blut diese Stoffe aus den Organen zu lösen. Und der Effekt besteht ganz wesentlich darin, dass die Leute merken, sie haben mehr Energie, sie sind weniger schläfrig, diese Abgeschlagenheit lässt nach. Das sind so die Haupteffekte, die uns berichtet werden. Wenn Sie sich für so eine Apherese entscheiden, dann brauchen wir erstmal ein paar grundlegende Blutwerte, die uns zeigen, dass man das bei Ihnen machen kann. Da geht es um die Nierenfunktion, da geht es um ein paar Dinge. Das ist ein relativ einfaches Basislabor, was wir hier machen können, was Sie aber auch durchaus mitbringen können. Dann werden Sie ganz genau über das Verfahren aufgeklärt, wie es abläuft und in der Regel am Folgetag oder am Tag nach dem Folgetag führen wir dann die Apherese durch. Wie geht jetzt das? Es wird Ihnen eine Nadel, eine Kanüle auf dem Arm und in den Arm gelegt und dann wird in dem einen Arm das Blut entnommen. Dann läuft dieses Blut durch die Apherese-Maschine, in dem der Filter ist. Dieser Filter hält dann diese Stoffe, die wir herausfiltern wollen, fest. Und der Rest wird wieder zurückgegeben in den anderen Arm. Das heißt, wir nehmen kein Blut weg, sondern wir nehmen nur diese Stoffe weg, die in diesem Filter sich fangen. Das ganze Verfahren dauert circa 2, 2,5, vielleicht auch manchmal 3 Stunden. Die meisten empfinden das eigentlich wirklich als eine Entspannung, mal für 2 oder 3 Stunden einfach da zu liegen. Sie können Musik hören, einen Podcast hören oder sonst was. Am Ende der Apherese geben wir Ihnen dann, und das machen wir sehr, sehr individuell, noch eine Infusion, zum Beispiel mit Aminosäuren, mit bestimmten Vitaminen oder Glutamin, welches dann auch die Entgiftung noch ein bisschen unterstützt. Es kann sein, dass man danach sehr müde wird, aber gar nicht schlimm, und dass man einen fürchterlichen Hunger hat. Also wir empfehlen danach wirklich zu essen und auch proteinreich zu essen und sich dann wirklich auch dieser Müdigkeit hinzugeben und zu schlafen. Dann ist es meistens so, am nächsten Morgen wird man dann wach und sagt, oh ja, eigentlich alles gut. Die Apherese stellt einen Baustein dar, weil er das körpereigene Entgiftungssystem unterstützt. Auf der anderen Seite aber wollen wir über den Darm
über die Niere, über alle Entgiftungsorgane eine kontinuierliche und auch außerhalb der Apherese möglichst gute Entgiftung des Körpers erzielen.